Du hast dich also im ersten Teil dieser Serie genauer mit den Eigenschaften von Bitcoin beschäftigt, deinen ersten Kauf getätigt und deinen ersten Satz in deiner Wallet. Glückwunsch! Falls du jedoch noch einen einsteigerfreundlichen Guide zum ersten Kauf brauchst, klicke gern auf dieses Video hier oben. Dort erkläre ich dir alles Schritt für Schritt. Gut, die Satoshis sind da. Aber was jetzt? Wie schickst du die sicher an Familie und Freunde, ohne dabei einen teuren Fehler zu machen? Du ahnst vielleicht schon, dass mehr dahinter steckt als nur digitales Geld. Aber was genau? In diesem Video zeige ich dir nicht nur Klick für Klick, wie du die allererste Transaktion machst, wir decken auch auf, warum jede einzelne Bitcoin-Zahlung eine endgültige Entscheidung ist und warum genau das für deine finanzielle Superkraft ist. Bleib dran, das wird spannend. Okay, reden wir also nicht lange drum herum. Bevor wir aber echtes Geld bewegen, ein kurzer Tipp. Das Bitcoin-Testnet. Stell es dir vor wie ein Fahrsimulator. Du kannst dort mit Spiel-Bitcoins alles ausprobieren und Fehler machen, ohne auch nur einen einzigen echten Cent zu riskieren. Um ein echtes Gefühl dafür zu bekommen, ist das unbezahlbar. Heute machen wir es aber richtig. Wir führen jetzt gemeinsam eine echte Transaktion durch. Ich nehme dafür eine simple, anfängerfreundliche Wallet auf dem Handy. Aber die Schritte sind bei fast allen Wallets ziemlich genau gleich. Schritt 1. Wallet öffnen und auf Senden tippen. Also zuerst öffnen wir die Wallet-App. Da siehst du die meisten deines Kontostand und zwei große Buttons. Den Empfangen und Senden. Wir wollen was verschicken, also tippen wir auf Senden. Schritt 2. Die Adresse des Empfängers. Die Wallet fragt jetzt, wohin die Reise gehen soll. Du hast also zwei Möglichkeiten. Entweder du kopierst die super lange Zeichenkette, die Bitcoin-Adresse des Empfängers und fügst sie ein. Oder, viel einfacher und auch sicherer, du scannst den QR-Code, den dir der Empfänger zeigt oder auch schickt. Ich mache das jetzt mal schnell und scanne den Code. Schritt 3. Den Betrag festlegen. Als nächstes legen wir den Betrag fest. Du kannst das in Bitcoin oder auch Satz angeben. Oder, was am Anfang vielleicht leichter ist, auch den Gegenwert in Euro eintippen. Ich schicke jetzt mal symbolisch 10.000 Satz. Das sind aktuell ungefähr 6 Euro. Schritt 4. Alles checken und bestätigen. So, und das ist der wichtigste Moment. Deine Wallet zeigt dir jetzt eine Zusammenfassung. Die Adresse, der Betrag und auch die Netzwerkgebühr. Nimm dir eine Sekunde und überprüfe die ersten und auch die letzten Zeichen der Adresse. Alles korrekt? Perfekt. Dann, und das ist der Knackpunkt, sobald du jetzt auf Senden klickst, gibt es keinen Zurück mehr. Die Transaktion ist raus. Und das war's schon. Du hast gerade ohne eine Bank um Erlaubnis zu fragen, Wert über das Internet verschickt. Weltweit, zensurresistent und endgültig. Ein unglaubliches Gefühl, oder? Super, die Satz sind unterwegs. Aber ist dir was aufgefallen? Es gab kein Stornieren oder auch keinen Abbrechen-Knopf. Sobald die Transaktion im Netzwerk ist sie nicht mehr zu stoppen. Und das ist auch kein Fehler im System, sondern das vielleicht wichtigste Merkmal von Bitcoin. Stell dir eine Transaktion nicht wie eine Banküberweisung vor, die ein Mitarbeiter theoretisch wieder zurückbuchen könnte. Stell sie dir eher vor wie einen unauslöschbaren Eintrag in ein globales, öffentliches Kassenbuch. Dieses Kassenbuch ist die Blockchain. Dieses Buch liegt nicht auf einem einzelnen Server einer Bank. Es existieren tausende von Kopien, davon auf Computern, sogenannte Nodes, die über die ganze Welt verteilt sind. Wenn du also eine Transaktion nun sendest, rufst du quasi in die ganze Welt hinaus: Ich, Besitzer von Adresse A, sende 10.000 Satz an die Adresse B. Jetzt kommen die Miner ins Spiel. Das sind die spezialisierten Computer, die wie unabhängige Notare arbeiten.
Sie sammeln deine und viele andere Transaktionen, packen sie in einen Block und prüfen, ob alles eine Richtigkeit hat. Stimmt die digitale Signatur? Hat der Absender den Satz überhaupt? Wenn alles passt, starten die Miner einen Wettlauf. Sie müssen ein extrem komplexes mathematisches Rätsel lösen, um diesen Block offiziell versiegeln zu dürfen. Der erste Miner, der die Lösung findet, präsentiert sie dem Netzwerk. Alle anderen überprüfen blitzschnell, ob die Lösung stimmt. Wenn ja, sind sich alle einig und der neue Block wird an die Kette angehängt. Deine Transaktion ist damit offiziell Teil der Blockchain. Und hier kommt der Punkt mit der Unumkehrbarkeit. Jeder Block ist durch Kryptographie untrennbar mit den vorherigen verbunden, wie Glieder einer Kette. Um jetzt eine Transaktion zu ändern, müsstest du nicht nur das Siegel dieses einzelnen Blocks brechen, du müsstest die Siegel aller nachfolgenden Blöcke brechen und ihre Rätsel neu lösen. Und das schneller als das gesamte globale Netzwerk, das permanent weiterarbeitet. Das ist rechnerisch so gut wie unmöglich. Nach etwa 6 neuen Blöcken, die auf einem Block folgen, ist die Transaktion also in Stein gemeißelt. Die Wahrscheinlichkeit, das noch zu ändern, ist geringer als mehrmals hintereinander im Lotto zu gewinnen. Denn deine Transaktion ist nicht mehr nur eine Info, sie ist digitale Geschichte. Okay, diese Endgültigkeit kann am Anfang etwas Angst machen. Was ist, wenn ich mich vertippe? Ja, diese Verantwortung liegt bei dir. Aber genau darin liegt auch die Superkraft. Es ist der mathematische Beweis dafür, dass das, was dir gehört, wirklich und ohne Zweifel dir gehört. Im traditionellen Finanzsystem ist dein Geld nur ein Eintrag in einer Datenbank einer Bank. Die Bank hat die Kontrolle. Sie kann Transaktionen stoppen, Konten einfrieren oder auch Gebühren nach Belieben ändern. Du bittest um Erlaubnis, dein eigenes Geld zu benutzen. Bei Bitcoin gibt es diese zentrale Macht nicht. Es gibt niemanden, der deine Zahlungen zensieren kann, weil ihm deine Nase nicht passt. Es gibt niemanden, der dein Konto sperren kann, weil du die falsche Meinung hast. Die Endgültigkeit ist der Beweis, dass niemand, keine Regierung, keine Bank, nicht einmal der Erfinder von Bitcoin, die Macht hat, die Regeln nachträglich zu ändern. Und genau das ist finanzielle Souveränität. Es ist die Freiheit, Werte zu senden und zu empfangen, wann du willst, an wen du willst, ohne um Erlaubnis fragen zu müssen. Jetzt denkst du vielleicht, okay, aber wer macht denn diese Regeln? Könnte nicht einfach eine Gruppe von Entwicklern beschließen, das Ganze zu ändern und zum Beispiel die 21 Millionen Grenze aufzuheben? Die kurze Antwort, nein. Das Bitcoin-Protokoll gehört niemandem. Genauso wenig wie das Internet oder auch das E-Mail-Protokoll jemandem gehören. Es wird durch den Konsens aller Nutzer weltweit aufrechterhalten. Entwickler können zwar Verbesserungen vorschlagen, aber sie können nichts erzwingen. Jeder einzelne Nutzer entscheidet selbst, welche Softwareversion er laufen lässt. Wenn eine Gruppe versuchen würde, die Grundregeln zu ändern, würden die anderen Nutzer das einfach nicht akzeptieren. Das Ergebnis wäre eine Abspaltung, ein sogenannter Fork. Die abtrünnige Gruppe würde ihr eigenes neues Netzwerk gründen, das aber bei Null anfangen müsste. Keine Nutzer, kaum Sicherheit, kein Wert und kein Vertrauen. Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass solche Versuche scheitern, weil das Netzwerk und das Vertrauen der eigentliche Wert von Bitcoin sind. Diese dezentrale Kontrolle ist die ultimative Garantie, dass die Spielregeln, auf die du dich heute verlässt, auch morgen noch gelten. Diese neue Freiheit kommt, wie jede echte Freiheit, natürlich mit Verantwortung. Die Unumkehrbarkeit schützt dich vor Zensur, aber sie verzeiht auch keine Fehler. Wenn du Satz an die falsche Adresse schickst, sind sie weg. Wenn du den Zugang zu deiner Wallet verlierst, kann dir niemand helfen. Es gibt keinen Kundenservice, den du anrufen könntest. Du bist deine eigene Bank.
Deshalb hier nochmal die wichtigsten Regeln. Erstens, die Adressen immer doppelt und dreifach prüfen. Bei größeren Summen schickst du am besten erstmal kleine Testtransaktionen vorher. Zweitens, verstehe die Netzwerkgebühren. Eine höhere Gebühr kann deine Transaktion beschleunigen, wenn im Netzwerk viel los ist. Und drittens, hüte deine privaten Schlüssel. Das sind deine 12 oder 24 Wörter, wie dein Augapfel. Wer sie hat, hat deine Bitcoin. Ernsthaft. Fassen wir also zusammen. Du hast heute nicht nur gelernt, wie einfach es ist, Satz zu senden. Du hast vor allem verstanden, warum dieser Prozess so fundamental anders ist. Die Endgültigkeit ist kein Fehler, sondern das Fundament für ein zensurresistentes und sicheres Geldsystem. Du hast einen Wertanker entdeckt, dessen Regeln durch Mathematik und nicht durch Launen von Politikern und Konzernen gesichert sind. Und jetzt du. Schreib uns gern in die Kommentare. Wie hast du deine allererste Transaktion gemacht und wie hat es sich angefühlt? Warst du nervös? Die meisten von uns waren es. Wenn du jetzt den nächsten entscheidenden Schritt machen willst, dann abonniere gern diesen Kanal. Im dritten Teil unserer Einsteigerserie zeige ich dir nämlich, wie du deine Bitcoin absolut sicher selbst verwahrst und endgültig zum Herrn deiner eigenen Schlüssel wirst. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.